Hallo und herzlich willkommen zur astrologischen Monatsvorschau Juni 2023. Am 3. Juni bildet Venus ein Trigon zu Neptun. In diesen Tagen kannst du durch Romantik und kreative Fantasie deine Alltagssorgen für eine Weile vergessen. Es ist wichtig, diese Zeit zu genießen, aber sei realistisch und denke daran, dass der Alltag bald zurückkehren wird und der Zauber schnell verfliegen kann. Du könntest dich in diesen Tagen in deiner Partnerschaft wie im Paradies fühlen. Genieße diese Zeit, aber sei dir bewusst, dass du nicht für immer darin bleiben kannst. Am 4. Juni um 5:41 Uhr haben wir einen Vollmond im Schützen. Der Vollmond im Schützen fordert dich auf neue Abenteuer und Erfahrungen einzulassen. Vielleicht verspürst du eine innere Unruhe und Sehnsucht nach Veränderung und Entdeckung. Die Energie dieses Vollmondes kann dich ermutigen, deine Komfortzone zu verlassen. Es ist eine Zeit des Wachstums und der Erweiterung, die dich zu neuen Horizonten führen kann. Vielleicht hast du in letzter Zeit das Gefühl gehabt, dass du in deinem Leben feststeckst oder dass du nicht weiterkommst. Der Vollmond im Schützen kann dir helfen, dich auf deine persönliche und spirituelle Entwicklung zu konzentrieren, indem du neue Fähigkeiten erlernst, neue Interessen entdeckst und dich auf neue Wege begibst. Vielleicht hast du aber auch das Bedürfnis, dein Leben aus einer neuen Perspektive zu betrachten und deinen Horizont zu erweitern. Der Schütze steht ja für Optimismus und Positivität und kann dir helfen, dich auf die positiven Aspekte deines Lebens zu konzentrieren, und somit fällt es dann leichter, Sorgen und Ängste loszulassen. Insgesamt erinnert uns dieser Vollmond daran, dass wir alle Teil des größeren Ganzen sind und dass unsere Suche nach Wachstum und Erweiterung Teil eines größeren kosmischen Plans ist. Wir können uns auf unsere spirituelle Reise begeben und uns auf die Suche nach unserer tiefsten Wahrheit machen, um unser Leben auf eine neue Art und Weise zu gestalten und unsere wahre Bestimmung zu finden. Am 4. Juni bildet Merkur dann eine Konjunktion zu Uranus. In diesen Tagen solltest du aufpassen, dass du nicht unüberlegt Dinge sagst oder zu schnell handelst, da dies negative Unruhe und Hektik im Alltag verursachen kann. Neue Ideen für deine Arbeit können dir kreativen Fortschritt und mehr Freiheit im Alltag ermöglichen. Indem du kreativ, flexibel und objektiv denkst, schreibst und handelst, kannst du Wege finden, um aus Sackgassen und Problemen herauszukommen. Am 5. Juni geht Venus in das Zeichen Löwe. Venus bleibt diesmal ganz besonders lange im Zeichen Löwe, nämlich ganze 4 Monate. Denn Venus wird Ende Juli rückläufig. Somit hast du besonders viel Zeit, diese Venus-Löwe-Energie zu nutzen. Während dieser Zeit kannst du deine Kreativität und Individualität besser zum Ausdruck bringen. Es ist auch eine Zeit des Genusses und der Freude, in der du dich auf das Schöne und Ästhetische konzentrieren kannst. Dein Selbstbewusstsein und deine Selbstliebe können gestärkt werden, da du dir deiner eigenen Einzigartigkeit bewusst wirst. Du kannst auch eine erhöhte Anziehungskraft auf andere Menschen erfahren, da die Energie des Löwezeichens dein Charisma und deinen Charme verstärkt. Es ist eine Zeit, um deine Beziehungen zu genießen und neue Kontakte zu knüpfen. Du kannst dich auf liebevolle und inspirierende Beziehungen freuen. In dieser Zeit kannst du auch deine kreative Seite ausleben und dich auf deine Hobbys und Talente konzentrieren. Deine Leidenschaften und Interessen können dich in dieser Zeit auf neue Höhen bringen und du kannst dich von der Energie des Löwen inspirieren lassen, um dein volles kreatives Potenzial zu entfalten. Insgesamt ist Venus im Löwen eine Zeit des Ausdrucks, der Freude und der Kreativität. Es ist eine Zeit, um dein wahres Selbst zu umarmen
und deine Einzigartigkeit zu feiern, während du dich auf das Schöne und Positive in deinem Leben konzentrierst. Nutze diese Zeit, um deine Beziehungen und Leidenschaften zu pflegen und dein Leben auf eine neue Art und Weise zu genießen. Am 5. Juni bildet Venus eine Opposition zu Pluto. In diesen Tagen solltest du deinen Partner nicht unter Druck setzen, um deine Wünsche und Bedürfnisse zu erfüllen, besonders nicht finanziell. Vermeide auch destruktive Kontrollversuche in deiner Partnerschaft, da dies zu Machtkonflikten und Krisen führen kann. Und am 11. Juni geht Pluto nochmal zurück in den Steinbock. Er bleibt dort noch bis zum Januar 2024. Dann geht er wieder in das Zeichen Wassermann. Jetzt, da der Planet Pluto wieder im Steinbock ist, können Widerstände gegen Veränderungen auftreten, die gerade bevorstehen. Es ist normal, dass man sich jetzt sicher fühlen möchte und nach Autoritäten sucht, die die Verantwortung übernehmen. Aber diese Zeiten werden bald vorbei sein und wir müssen uns selbst um uns kümmern, ohne Unterstützung, zum Beispiel vom Staat. Die alten Machtstrukturen werden zusammenbrechen, aber wenn Pluto im Steinbock ist, wird es nochmal ein bisschen schwieriger sein, sich dagegen zu wehren. Es ist wichtig, Vertrauen zu haben und sich mit Gleichgesinnten zusammenzutun. Am 11. Juni bildet Merkur ein Trigon zu Pluto. In diesen Tagen sind klärende Gespräche über Alltagsthemen oder Probleme begünstigt. Wenn du dich gut konzentrieren kannst, wirst du solide Lernerfolge erzielen und zielgerichtet und effizient arbeiten können. Es ist auch eine gute Zeit, um Geheimnisse und Probleme von bestimmten Menschen zu erforschen, aber sei vorsichtig und dringe nicht zu tief in die Problembereiche und Geheimnisse anderer ein, indem du zu viele Fragen stellst. Und auch am 11. Juni geht Merkur in das Zeichen Zwillinge. Im Zeichen Zwillinge steht der Planet Merkur besonders stark, denn er ist ja der Herrscher der Zwillinge. Merkur kann dir dabei helfen, schnell zu denken und Informationen schnell zu verarbeiten, sowie dich auf verschiedene Themen und Ideen zu konzentrieren. In dieser Zeit kannst du auch deine kommunikativen Fähigkeiten verbessern und Neues lernen. Es ist nun einfacher, neue Fähigkeiten und Kenntnisse zu erwerben oder dein Wissen zu vertiefen, indem du liest, dich mit anderen vernetzt und dein Wissen erweiterst. In Bezug auf zwischenmenschliche Beziehungen kannst du nun leichter neue Kontakte knüpfen und dich mit anderen auf einer intellektuellen Ebene verbinden. Dies kann dir helfen, dein soziales Netzwerk zu erweitern oder neue Ideen und Perspektiven durch Gespräche mit anderen zu gewinnen. Und am 11. Juni bildet Venus ein Quadrat zu Jupiter. Diese Tage können aufregend sein, da sich Türen öffnen, die dir zuvor verschlossen waren, und die Möglichkeit ist gegeben, neue und faszinierende Bereiche zu erkunden. Wenn du dich auf solche Abenteuer einlässt, solltest du jedoch darauf achten, dich nicht zu überfordern. Es ist auch wichtig, in diesen Tagen verantwortungsbewusst mit Geld und Besitz umzugehen, da man zu finanziellen Risiken neigt. Und am 15. Juni bildet Merkur noch ein Quadrat zu Saturn. Aktuell kann es sein, dass deine eigenen Pläne, Ideen oder Vorschläge auf Widerstand oder Ablehnung stoßen. Das kann frustrierend und ärgerlich sein. Vielleicht solltest du deine Vorhaben noch einmal überdenken. Es kann sein, dass du beim Planen oder Ausführen von Projekten oder beim Lernen an Grenzen stößt. Versuche dich nicht zu überfordern und mache nicht verbissen weiter, wenn es nicht klappt. Am 18. Juni um 6:37 Uhr haben wir einen Neumond im Zeichen Zwillinge. Dieser Neumond bildet auch ein Quadrat zu Neptun. Der Neumond ist ja immer eine Zeit des Neubeginns. Und der Neumond in Zwillinge steht für eine Zeit der Kommunikation, des Lernens und der Vielseitigkeit.
Dieser Neumond kann dir helfen, deine Beziehungen und deine Kontaktfähigkeit zu verbessern. Du kannst dich jetzt leicht mit anderen verbinden und gemeinsam arbeiten. Auch deine Fähigkeit, dich auszudrücken und andere zu überzeugen, kannst du nun verbessern. In Bezug auf deine Emotionen kann der Neumond in Zwillinge dir dabei helfen, deine Gedanken und Gefühle in Einklang zu bringen. Du kannst dich darauf konzentrieren, deine innere Welt mit deiner äußeren Welt zu vereinen. Dies kann dir helfen, deine persönlichen Ziele und Werte zu klären. Allerdings steht dieser Neumond im Quadrat zu Neptun, was dich daran hindert, klare Entscheidungen zu treffen und deine Ziele zu verfolgen. Du könntest dich von deinen Träumen und Fantasien leiten lassen und Schwierigkeiten haben, die Realität zu akzeptieren. Es ist wichtig, dass du deine Wünsche und Bedürfnisse in Worte fasst, damit du dich nicht unverstanden oder einsam fühlst. Aber es ist auch möglich, dass der Neumond im Quadrat zu Neptun eine kreative und inspirierende Energie erzeugt. Du kannst dich auf deine künstlerische Seite konzentrieren und dich von deiner inneren Welt inspirieren lassen. Du kannst dich auch auf deine spirituelle Seite konzentrieren und dich auf die Suche nach tieferer Bedeutung und Wahrheit machen. Wie auch immer du dich entscheidest, es ist wichtig, ehrlich zu dir selbst zu sein und dich von deinen Illusionen und Wunschvorstellungen zu lösen. Es ist eine gute Idee, dich zu erden, indem du viel Zeit in der Natur verbringst. Am 21. Juni geht die Sonne dann in das Zeichen Krebs. Die Sonne im Krebs steht für emotionale Tiefe, Intuition und Fürsorglichkeit. Es ist eine Zeit, in der du dich auf deine inneren Gefühle und deine Familie und Freunde konzentrieren kannst. Du kannst dich in deinen Beziehungen tiefer engagieren und dein Zuhause verschönern. Deine Intuition wird nun stärker und es fällt dir leichter, deine Gefühle auszudrücken. Es ist auch eine Zeit, in der du dich auf deine Vergangenheit und deine Herkunft konzentrieren kannst. Du kannst dich mit deinen Wurzeln und deiner Familiengeschichte verbinden und deine persönliche Entwicklung weiterbringen. Und am 26. Juni bildet Merkur ein Quadrat zu Neptun. Sei in diesen Tagen bitte vorsichtig, denn aufgrund einer erhöhten Fantasietätigkeit können Konzentrationsstörungen zu Fehlern, Fehlentscheidungen und Kommunikationsproblemen führen. Es wäre besser, wichtige Gespräche oder geplante Vorhaben auf später zu verschieben. Wenn du in diesen Tagen arbeitest, Auto fährst, berufliche Vorhaben planst oder beruflich schreibst, solltest du dich bewusst konzentrieren. Und auch am 26. Juni bildet Mars ein Quadrat zu Uranus. Sei in diesen Tagen besonnen und realistisch, um mögliche Konflikte zu vermeiden. Reflektiere dein Verhalten und finde eine konstruktive Lösung, bevor es zu unbedachten Handlungen kommt. Denke daran, dass Freiheit ein wichtiger Wert ist, jedoch auch Grenzen hat. Setze dir realistische Ziele und arbeite beharrlich an ihnen, um deine Freiheit im Einklang mit anderen zu genießen. Und am 27. Juni geht Merkur in das Zeichen Krebs. Du hast jetzt mit Merkur im Krebs eine intuitive und emotional geprägte Art der Kommunikation. Möglicherweise konzentrierst du dich mehr auf deine inneren Gefühle und Stimmungen und drückst dein Mitgefühl und deine Fürsorglichkeit in Gesprächen aus. Es ist wahrscheinlich, dass deine Kommunikation von Emotionen geprägt ist, was dazu führen kann, dass du dich eher auf dein Bauchgefühl verlässt, als auf deine Vernunft. Am 29. Juni bildet die Sonne dann ein Trigon zu Saturn. Du kannst in diesen Tagen solide Erfolge erarbeiten, auf denen später weiter aufgebaut werden kann. Eine ausgewogene und harmonische Grundstimmung stabilisiert aktuell deinen Tagesablauf und dein Wohlbefinden. Durch Leistung und Disziplin bei der Arbeit kannst du sichtbar werdende Erfolge erzielen. Und am 30. Juni bildet Merkur ein Trigon zu Saturn. Du kannst in diesen Tagen realistisch durchdachte Vorhaben aktivieren und erfolgreich umsetzen.
Indem du konstruktiv und vernünftig kommunizierst, kannst du sinnvolle Verhandlungen und Diskussionen führen, sei es im beruflichen oder im familiären Bereich. Diese Zeit ist auch günstig für Lernprozesse aller Art, da du über die notwendige Konzentrationsfähigkeit und Ausdauer verfügst. Ja, meine Lieben, das war's für den Monat Juni, ein Monat, der Leichtigkeit und Lebensfreude bringt. Genieße die Zeit mit lieben Menschen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst und mir auch ein Like dalässt. Bis bald. Alles Liebe euch.